Hallo, Hallo, grüß grüß euch. euch. Wir sind am Grundlsee, dem größten See der Steiermark. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid und uns heute begleitet bei der nächsten Station unserer Iron Lake Challenge. Ja, es ist ein wunderschöner Tag und wir gehen rechts herum um den Grundlsee. Was ist? Ja, so machen wir das. Ja, zufällig. Genau. Also, Okay. schön, dass ihr dabei seid. Kommt wieder mit. Das ist der Tom, der übt die Kurzschritttechnik. Ja, man kann unten direkt am See gehen, da geht man allerdings der Straße entlang. Und wir haben uns entschieden, ein Stück weiter oben zu gehen, am Wanderweg, weil wir sicher noch genug Möglichkeiten haben werden, zum See runter zu gehen. Bisher eine gute Entscheidung.
So, wir sind jetzt erst ein paar Kilometer unterwegs, aber haben jetzt da eine kurze Pause einlegen müssen, weil ich halt Kreislaufprobleme habe. Also ich spüre es ziemlich krass und ich möchte nicht riskieren, einen epileptischen Anfall zu kriegen. Und deshalb machen wir da jetzt eine kurze Pause, werden was trinken und sobald es geht, gehen wir weiter. Ja, ein Stückerl oberhalb des Sees, aber immer wieder mit Blick zum See, wandern wir jetzt nach Gössl oder Gössl. Ja, heute haben wir Glück gehabt. Tolles Wetter erwischt, genau richtig von der Temperatur. Gestern hat es ordentlich geregnet. Man sieht noch hier und da ein paar Spuren davon. Aber ansonsten ist es heute wirklich angenehm zu gehen. Und die Gegend ist ein Traum. Ist einfach wirklich schön. Also der Weg ist wirklich ausreichend. Bankerl für eine kurze Rast ausgestattet. Finde ich auch sehr, sehr gut. Ist ein Qualitätsmerkmal meiner Meinung nach. Ja, schöner Weg. Wir kommen dann irgendwann zum rostigen Anker, wo wir Mittagessen werden. Kurzes Stück noch. Ich habe wieder mal geschaut, so wie an jedem Ort, bei jedem See, ob es hier irgendwo Hutnadeln, so Anstecknadeln oder irgendwelche Souvenirs zu kaufen gibt. Und bin leider wieder nicht fündig geworden. Ich finde das schade und ich schaue immer neidvoll auf Leute, die eben sich mit solchen Andenken und Nadeln zieren und schmücken. Ich hätte es auch gern. Bis jetzt leider nicht fündig geworden. Vielleicht haben wir ja doch noch ein Glück. Ich bin neugierig. Würde mich jedenfalls sehr freuen. Wir folgen dem Weg, der uns bei der Touristeninformation empfohlen wurde. Und da wurde uns auch gesagt, es geht ein Stück durch den Wald. Ich glaube, das beginnt genau jetzt. Spannend und schön. Ja, das ist ein schönes Stück, das da vor uns liegt. Wunderbar. Nein, hier wohnt nicht Bilbo Beutlin. Dieses Gebäude gehört der Wassergenossenschaft.
So, aus dem Waldstück sind wir wieder heraus. Jetzt geht es da auf der anderen Seite des Sees. Ihr seht, wir kommen da schon jetzt an. Geht es dann langsam wieder zurück. Aber vorher werden wir da noch, wenn es offen hat, beim rostigen Anker zum Mittagessen. So, nach einer ausgedehnten Rast und einem guten Essen setzen wir jetzt unseren Weg fort. Da am Grundlsee, wir haben die Hälfte. Ich zeige euch kurz mal die wunderschöne Aussicht. Den Weg da rundherum gehen wir jetzt retour. Und ihr seht, wir haben wirklich ein herrliches Wetter erwischt. In einer wunderbaren Gegend. Ja, endlich wieder Mulikulis. Das habe ich ja schon vermisst. Der Weg ist jetzt als Privatweg gekennzeichnet. Ich hoffe dennoch, dass wir ihn benutzen dürfen, weil er einfach direkt am Ufer entlang führt und nicht oben auf der Straße. Und somit viel, viel schöner ist natürlich. Ja, schön wäre es gewesen, aber der Weg führt uns nicht weiter. Wir müssen jetzt umkehren und oben den Weg gehen. Der ist halt leider weiter weg vom See, aber es ist, wie es ist. Und ein bisschen was haben wir ja trotzdem gesehen da herum. So, also dieses Schild bitte unbedingt ernst nehmen. Es gibt noch 500 bis 600 Metern wirklich kein Weiterkommen mehr ohne diese Sackstraße. Also wir haben jetzt diese Erfahrung gemacht und vielleicht können wir euch dadurch diese Erfahrung ersparen. Da ist es ein Jufa-Hotel und wir haben gefragt, ob es noch Zimmer frei gibt, weil das wäre jetzt eine gute Idee, dann könnte man am zweiten See nämlich auch noch machen. Aber war eh abzusehen, dass einfach alles ausgebucht ist. Aber ein Versuch war es wert. So, und der Weg führt uns jetzt wieder weg von der Straße hin zu einem Weg, der als alpiner Weg bezeichnet wird, beziehungsweise ausgeschildert ist. Was natürlich jetzt unsere Neugier anregt.
So, es geht wieder ein bisschen abwärts und ich bin jetzt neugierig, wann und ob uns der Weg wieder direkt runter zum See führt. Ich würde schon gern noch ein bisschen das Wasser genießen, vielleicht auch die eine oder andere schöne Aufnahme machen. So, wir sind jetzt ein bisschen in der Bredouille, weil wir unseren Weg rund um den Grundlsee jetzt bald beendet haben. Ein Stückchen noch, dann sind wir da. Wir die Wanderung aber im Rahmen der Iron Lake Challenge machen. Und da wäre der Ausseersee, der Altausseersee gleich daneben. Wenn man bedenkt, dass wir 2 Stunden Anfahrt und 2 Stunden Rückfahrt haben, wäre es natürlich gescheit, wenn wir das auch heute noch machen würden. Die Zeit schreitet allerdings voran. Tagkarte, das Tagesticket endet um 18 Uhr, das sind jetzt noch 1,5 Stunden. Laut App dauert die Umrundung des Altausseersees auch wieder 2 Stunden. Tja, ist die Frage, wie wir das heute handhaben wollen. Alles wunderschön. Aber wir würden doch noch gern einmal mindestens ganz runter zum See. Keine Ahnung, ob uns das heute noch gelingt. Wir verlassen jetzt den offiziellen Weg und gehen da runter zu diesem schönen Baum. Um doch noch ein bisschen näher zum Wasser zu kommen. Ihr wundert euch, warum wir immer noch nicht unten beim See sind? Ja, wir auch. Oh, der Lattenzaun ist aus. So, wir sind jetzt wieder dort, wo wir unseren Weg begonnen haben. Suchen uns einen gemütlichen Platz und werden dann unser Resümee machen. Hallo! Guten Abend. Schönen guten Abend, ja. Möglicherweise wundert ihr euch jetzt, weil wir das Abschlussvideo für diese Tour nicht am See machen, sondern in einem ganz anderen Setting. Und wie ist es dazu gekommen? Ja, wie? Wir haben uns ja ursprünglich überlegt, wir machen die Iron Lake Challenge und wollten heute den Altausseersee zusätzlich machen. Das ist uns allerdings nicht gelungen, weil wir schon wieder beim Gehen und Wandern derartig getrödelt haben. Genau. Dass es einfach, uns ist die Zeit ausgegangen. Das ist wie immer, wenn wir unterwegs sind, wir lieben einfach die Natur, wir nehmen alle Eindrücke mit allen Sinnen wahr, wir bleiben stehen, wir filmen, wir fotografieren, wir nehmen uns einfach Zeit und deshalb ist uns heute schon wieder mal die Zeit davongelaufen und wir haben es einfach nicht mehr geschafft. Es wäre wirklich zum anderen See rüber, wäre das für uns jetzt. Also wir wären im Dunkeln wahrscheinlich spaziert und das wollten wir nicht und wir waren auch schon einigermaßen müde. Und deswegen haben wir ein Hotel gebucht in Liezen.
Das war das günstigste Hotel. Genau, wo sind wir eigentlich? EEE-Hotel heißt das. Da haben wir noch ein Doppelbettzimmer bekommen und auch ein kleiner Tipp. Wir haben vorher gesucht, wo gibt es denn etwas und haben auf Booking.com haben wir die Empfehlung bekommen, dass hier noch etwas frei ist. Weil der Grundlsee und die Umgebung rundherum war komplett ausgebucht. Und viel zu teuer. Also die haben Preise, du zahlst teilweise 4, 5, 6 oder 700 Euro für eine Nacht. Und wir haben gesagt, also nicht im Traum denken wir daran, das zu bezahlen. Also haben wir etwas in einer weiteren Umgebung gesucht und wurden in Liezen fündig. Und dann haben wir die Idee gehabt, wir buchen es nicht über Booking.com, sondern wir fahren direkt her und schauen, ob wir noch ein Zimmer bekommen. Und so war's. Und damit hat das war noch einmal billiger. Es war noch einmal billiger, weil sich natürlich das Hotel dadurch auch die Gebühren an Booking.com erspart hat. Also für uns ein Vorteil. So, jetzt sitzen wir hier. Haben wir erklärt, erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass wir das Video jetzt in einem komplett anderen Setting machen. Diesen Teil des Videos. Und jetzt lass uns noch einmal zurückschauen, Konrad, wie war denn die Tour? Wie hat dir die Wanderung gefallen? Wie hat es uns gemeinsam gefallen? Der See an sich ist phänomenal. Also mit dieser Kulisse und mit diesen Bergen, es ist einzigartig. Und es ist auch der größte See. Der Steiermark? Der Steiermark, genau. Aber leider hat man nicht überall Seezugang, sondern hauptsächlich an 2 Stellen, nämlich am Westufer und am Ostufer. Oder Westende und Ostende des Sees. Und dazwischen kommt man manchmal hin, aber oder gar nicht hin. Aber ja, ihr habt das man miterlebt. Einblicke und Ausblicke. Ihr habt das miterlebt, dass teilweise meine Kommentare während des Wanderns waren schon, ja, ich war nicht immer sehr glücklich darüber, weil wir sind doch auf Straßen, auf viel Asphalt und Straßen gegangen und ich wollte einfach, wenn ich hierher komme und so eine wunderschöne Gegend habe, dann möchte ich natürlich auch runter zum See und möchte vom See was mitbekommen und nicht irgendwo weit abseits davon gehen. Und das hat mich ein bisschen frustriert, muss ich ehrlich sagen. Wir haben dann zwar wieder runter zum See gefunden, aber es dauert. Und ich glaube, ich habe zum Konrad vorher gesagt, das ist vielleicht etwas, was euch dieses Video bietet, was euch andere Wandervideos nicht bieten, dass wir wirklich versucht haben, euch einen realistischen Eindruck von dieser Wanderung zu geben. Ja? Und es sind ganz unterschiedliche Etappen. Es ist nicht alles nur am See und es ist nicht alles nur einfach und schön. Es gibt auch ein paar Streckenabschnitte, die schon auch vielleicht ein kleines Stück herausfordernd sind. Ja, und mit denen du nicht gerechnet hast. Aber unfair wichtig, dass wir auch die dokumentieren und ich glaube, das haben wir im Video auch gemacht. Ja, wir haben so ziemlich alles abgebildet und ja, sind mit der Drohne ein bisschen herumgeflogen. Ja, hätte ich auch gern mehr gehabt. Ich hätte gern viel mehr Drohnenvideos gemacht, aber es hat sich hier einfach auch mit der Umgebung nicht ergeben für uns. Mittagessen waren wir beim Rostigen Anker und den können wir sehr empfehlen. Also das war echt, ihr müsst euch vorstellen, da kommen Reisebusse voll Touristinnen und Seniorenvereinen an, Pensionistinnen an und genau in dem Moment, als wir auch den Rostigen Anker erreicht haben, ist glaube ich eine Hundertschaft an Pensionisten gekommen und wir haben uns schon gedacht, das wird jetzt schwierig werden mit Sitzplatz, das wird schwierig werden mit der Bestellung, aber das hat alles wirklich gut funktioniert. Das Personal des Rostigen Ankers ist top, wirklich top. Die Qualität des Essens ist top, war wirklich gut. Die Preise sind, obwohl hier alles rundherum wirklich teuer ist, die Preise waren völlig okay aus unserer Sicht. Ja. Haben wir schon viel, viel schlimmer erlebt. Ja, und wir haben uns dort gut gegessen, wir haben uns gestärkt, wir haben uns erholt und haben dann den Weg weiter fortgeführt. Was gibt es sonst noch? Gibt es noch irgendwas, was du zum Weg erzählen möchtest oder zur Wanderung erzählen möchtest? Na, ich glaube, wir haben schon fast alles gesagt. Es ist einfach
man ist ein bisschen abseits vom See, sowohl am Nordufer als auch am Südufer. Ich bin trotzdem froh, dass wir zuerst das Nordufer gemacht haben, Ja. weil die Blicke auf die Berge und auf den See und auch die Ortschaft Grundlsee sehr schön ist. Und beim Rückweg, da geht man gewisse Strecken, da ist alles Privatgrundstücke oder fast alles. Und man hat immer das Gefühl, wenn man auf eine Wiese geht, dass man schon wieder ein Privatgrundstück betritt. Ja. Und auch eine Zeit lang geht man hinter einem Lattenzaun, da ist überhaupt alles abgesperrt. Ja, es ist ein relativ komisches Gefühl, dort zu gehen. Also dieser Abschnitt der Strecke ist wirklich nicht angenehm. Also nicht schön. Hätte ich mir anders vorgestellt. Am Morgen geht es weiter. Wir machen ja morgen den nächsten See und haben uns jetzt wir sind noch hier im Ort in Liezen noch was trinken gegangen und haben uns da unterhalten und haben spontan entschieden, wir machen morgen den Altauseer See, damit wir auch diese Runde, diese Challenge haben. Und ihr müsst euch vorstellen, wir kommen ja aus Graz, das heißt, wir fahren 2 Stunden an, wir müssen 2 Stunden wieder zurück und sollten aber hier in diesem Gebiet 3 Seen machen. Das ist eben der Grundlsee, das ist der Altauseer See und es ist der Augstsee. Und deshalb haben wir uns für morgen vorgenommen, den Augstsee als 3. See, den wir ursprünglich gar nicht geplant hatten, auch noch zu umrunden. Und dann haben wir in dem Gebiet eigentlich alles, was da jetzt von der Challenge gefordert ist. Genau. Erledigt. Genau. Ja, eigentlich haben wir haben alle Infos weitergegeben, wir haben ein Resümee gezogen. Morgen gibt es neue Infos. Es gibt dann selbstverständlich das nächste Video auch dazu, wir werden alles dokumentieren. Und ich glaube, jetzt sind wir froh, wenn wir aus dem Quant kommen, wenn wir die Schuhe ausziehen können und uns ein bisschen erholen, weil es war ein anstrengender Tag. Ich habe vorher noch einmal auf meine Uhr geschaut. Wir hatten heute, es waren 18 Kilometer und ich habe 28.762 Schritte gemacht. Ich glaube, es reicht für heute. Also. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Gute Nacht.